Bereits im Januar diesen Jahres kursierten Gerüchte, dass Ubisoft an neuem Content für Assassin's Creed Mirage arbeitet, welcher von Saudi-Arabiens kontroversen Public Investment Fund getragen wird. Nun wurde offiziell bestätigt, dass Mirage gegen Ende des Jahres ein neues, kostenloses Story-Chapter sowie Missionen erhalten wird. Auch das Gameplay soll verbessert werden, Details dazu wurden bislang noch nicht bekannt. Der Schauplatz soll die historische Oasenstadt Al-Ula in der Provinz Medina im nordwestlichen Saudi-Arabien sein und gilt als eine der ältesten Siedlungen im Nahen Osten. Al-Ula war eine Handelsstadt an der historischen Weihrauchstraße, wo neben Weihrauch verschiedenste Güter wie Seide, Gewürze, Tee und andere Materialien transportiert wurden. Diese Handelsroute verband Europa mit Indien und den Golf mit der Levante. Sehenswürdigkeiten sind neben den lihyanischen Löwengräbern auch die Gräberanlage Madain Salih. Bei dieser Ausgrabungsstätte handelt es sich um die antike Stadt Hegra, einer von den Nabatäern errichteten Handelsmetropole mit über 100 Monumentalgräbern. Hegra war nach Petra die zweitwichtigste Stadt der Nabatäer, welche die Weihrauchroute mehrere hundert Jahre lang kontrollierten, bis ihr Reich ca. 100 unserer Zeit von den Römern erobert wurde. Total War-Spieler werden die Stadt Hegra sicher aus Rome 2 kennen. Die alten historischen Titel von Total War sind für Liebhaber alter Geschichte nur zu empfehlen. Für mich sind gerade die beiden Rome-Ableger seit vielen Jahren Dauerbrenner, mit sehr guten Mods, die man sehr einfach direkt über Steam installieren kann, ohne woanders suchen zu müssen. Heute ist Al-Ula eines der beliebtesten Touristenziele auf der arabischen Halbinsel. Daher kann man davon ausgehen, dass Saudi-Arabien mit der Investition den Tourismus weiter ankurbeln will. Der bereits erwähnte Public Investment Fund ist eine Initiative, mit welcher die Einnahmen des Landes unter anderem durch Investitionen in ausländische Unternehmen gesteigert werden sollen. Ein bedeutender Teil dieses Staatsfonds konzentriert sich dabei auf die Videospielindustrie. Geleitet wird der PIF vom Kronprinz und Premierminister Saudi-Arabiens, der als einer der kontroversesten Herrscher der Welt gilt. Details dazu könnt ihr ja selbst mal googeln. Bei mir hat es einen Beigeschmack hinterlassen, was meine Vorfreude erstmal etwas gebremst hat, wobei ich das Setting von Mirage eigentlich sehr ansprechend finde, auch wenn die Hauptgeschichte eher dünn war. Vielleicht nicht ganz so dünn wie die von Shadows, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Als Ausblick für die kommende Zeit kann ich euch schon mal verraten, dass ich weitere Game-Movies vorproduziert habe und es ab Mittwoch mit Assassin's Creed Black Flag und danach Assassin's Creed 3 Remastered weitergehen wird. Und zwar komplett ohne Heads-Up-Display-Elemente, was über die Spieloptionen allein nicht vollständig zu erreichen ist. Von Black Flag soll ja im kommenden Jahr ein Remake erscheinen, wo dann die Geschichte oder zumindest die Missionen in veränderter Form vorliegen sollen. Wie weit diese Änderungen gehen werden, ist noch nicht bekannt. Beklagt wurden aber immer wieder die vielen Lausch- und heimlich Folgenmissionen. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie daran was ändern werden. Mehr habe ich heute nicht für euch. Ich hoffe trotzdem, dass ihr die Informationen nützlich findet. Likes und Kommentare sind wie immer willkommen. Wenn es tut, was die Templer behaupten, werden wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder. Camry, das sind doch nur Geschichten.